Bitch, ich mach Rap Money. Okay. Für einen Live-Gig. Mein Schatzi hat so ein schönes Auto und dein Schatzi nicht. Büffel, Ledersport, sitze erster deutscher Rapper auf der Forbes-Liste. Bitch, ich mach Rap Money. Autotuning, die größtmögliche Leistung, das krasseste Design. Darum geht's heute bei Follow Me Reports. Hi, ich bin Alex, Nachhaltigkeits-YouTuber. Deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, sind Autos nicht ganz mein Fall. Es gibt aber auch Leute, die finden Autos total geil. Einer von denen ist zum Beispiel Hamoudi. Er hat mich in seine Werkstatt eingeladen. Ich habe eure Fragen mitgenommen und die werde ich ihm jetzt mal stellen. Kommt mal mit. Bitch, ich mach Rap Money. Hallo. Hallo, mein Guter. Hi. Bin gleich bei dir. Muss nur schnell hier die Folie rankleben, ne? Schön, Alex. Alles gut bei dir? Und alle sahen, wie es eskaliert. Bist hier, um zu sehen, was wir so treiben, wa? Genau, du erzählst mal ein bisschen Herzlich über willkommen. Autos. Ja, erzähl dir ganz viel über Autos. Sehr gut. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, muss ich sagen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin Autofan und ich liebe Autos. Ich bin leidenschaftlich dabei immer. Bitch, ich mach Rap Money. Also ich bin ein leidenschaftlicher Autofolierer auch. Ich liebe halt Autos und War auch schon lange mal dein Hobby und ja, hast es dann zum Beruf gemacht. Quasi. Schon immer. Schon als Kind habe ich nur mit Autos gespielt, diesen ganzen Matchbox-Autos und die ganzen Mister. Selbst mit Barbie-Autos habe ich gespielt. Hauptsache es war ein Auto, weißt du was ich meine? Egal wo ein Auto vor mir stand, habe ich alles gespielt. Ich habe auch meine Community so Fragen gestellt, weil da kam ganz oft die Frage, was ist Tuning überhaupt oder was bedeutet Tuning für dich? Im Allgemeinen ist Tuning eine Änderung an einem Fahrzeug im Luxusstil. Ne? Man kann den Wagen tiefer legen, man kann, wenn man ein Standardfahrzeug hat, man kann den umrüsten auf Sportpaket, die Stoßstangen, die Schweller etc. So, was erwartet mich jetzt hier? So, mein Lieber, hier erwartet dich ein Lamborghini Huracan. Das ist ein Schiff aller Autos. Also, was heißt Schiff? Das ist eine Maschine. Das ist ein Wagen, der mit 580 PS durch die Autobahn brettert. Wie kann ich mir das vorstellen? Was hat so ein normales Auto? Also, ein normales Auto, Ahnung. musst du rechnen, hat um die... Es gibt Autos mit 90 PS. Der Twingo dahinter zum Beispiel hat 90 PS gerade mal. Dann gibt es Autos mit 150 PS. Dann gibt es auch welche mit 250 PS. Aber der hat schon 580 PS. Ne? Ja, Auf jeden Fall, bei so einem Wagen geht noch mehr. Wo benutzt man den dann? So einen Wagen benutzt man... auf Rennstrecken in der Stadt sehr gerne. Aber es gibt auch Autotreffs, wo man sagt, okay, die machen wirklich ein Treffen mit sehr edlen Autos. Und die fahren auch mehrere Kilometer auf Autobahn. Aber da hat man wirklich so einen Konvoi. Ne? Da fahren ganz viele Autos hintereinander und da hat man es ganz bequem. Und guck mal, wie laut das ist. Oh, okay, das ist schon laut, ja. Ja, jetzt hast du mal gehört, wie es sich anhört? Ein bisschen laut, ne? Ja. Weiß man, wie laut? Also, ich meine, Dezibel oder sowas interessiert wahrscheinlich gar keinen. Interessiert nur die Polizei, aber uns nicht. Okay, Geh mal rein, mein Lieber. Danke dir. Da haben wir ein schönes Blau, was auf dem Wagen foliert wurde jetzt. Erstmal zum größten Teil schon fertig. Jetzt habe ich aber erstmal was freigelassen, damit ich dich arbeiten lasse. Damit du auch mal siehst, wie das funktioniert. Ne? Okay. Und, Bist du dir sicher? Ich mache halt nie irgendwas in dem Bereich. Ne? Ja, jetzt kommst du hier nicht mehr raus, ohne was gemacht zu haben. Ne? Jetzt musst du da durch. Alles klar. Ich weiß noch nicht genau, worauf ich mich eingelassen habe und ich hoffe, der Kunde ist zufrieden später mit meiner Arbeit. Das ist so groß alles hier. Wir sauber machen Krächen, das traue ich mir zu. Dann machst du Auf das geht's. mal in Ruhe. Ich mach das mal in Ich hol Ruhe. noch eine Tasche für dich und du machst schön sauber. Dann mache ich jetzt mal sauber. Ist es sauber, musst du mir nicht sagen. Ja, ist ganz okay. Du kriegst jetzt meine Tasche, okay, die Cheftasche hier. Die Cheftasche. Gerne. Ja, nicht über den Hals, ne, über den Bauch hier. Mach mal die Tasche so lang. Ich habe noch ein paar Fragen von der Community mein mitgebracht. Du hast vorhin kurz über deine Zielgruppe so ein bisschen geredet, dass da auch viele Jugendliche halt kommen und dann ihr Auto folieren lassen. Würdest du auch generell sagen, dass auch viele Jugendliche eher ihr Auto auch tunen würden? Ja, Tuning und Folierung und etc. alles. Jugendliche lieben sowas. Okay. Das kommt auch viel cooler bei den Freunden rüber. Ne? Stell dir mal vor, du fährst mit schön getunten, tiefer gelegten Fahrzeug
holst deine Freundin ab, dann gibt die an für ihre Freundin, ja, mein Schatzi hat so ein schönes Auto und dein Schatzi nicht und weißt du, und dann will jeder immer alles, jeder will jeden kopieren heutzutage, ne? Aber die Leute, die sich für Tuning interessieren, sind wirklich Leute, die geben manchmal wirklich mehr Geld für Tuning aus als für Essen. Okay, ja? Das ist wirklich krass. So. Das ist Krankheit. Ja. Es gibt ja andere Krankheiten. Ne? Ja. So, andere sind Automaten, Spielsucht und der andere ist Alkoholiker oder andere kifft gerne. Und dann gibt es eine Krankheit, die Tuningsucht. Tuningsucht, genau. Das gibt es wirklich. Ja, also wirklich so Autonarrs quasi. Genau. Würdest du dich da auch schon zuzählen? Ja, zum Teil schon. Also viele sagen, ich bin verrückt. Oft, weil wenn ich mir einen Wagen kaufe und ich sage, ich will jetzt demnächst den Wagen kaufen, bevor der Wagen da ist, habe ich schon alles bestellt, was zum Wagen dazugehört. Und legst du die halt hier unten an. Nur hier, wo die Folie noch nicht aufgetragen werden muss. Sie denkt, ich meld mich viel zu selten, ja, ich kenn sie. Mamas Bauer Beef ist nach Miami. Der Stoff aus dem Räume sind the baggy. Ja, genau. Einfach ziehen. Hopp. Sehr gut. Sehr gut. Na? Also. Power. Ich habe noch mal eine etwas ernstere Frage aus der Community mitgebracht. Da hat einer gesagt, wie kann man das denn irgendwie rechtfertigen, wenn so ein junger Jugendlicher, die sind ja meistens Fahranfänger, einfach weil die nicht so alt sind und deswegen auch noch gar nicht so viel fahren können. Ja. Wie kann man es da verantworten, denen irgendwie ein Auto so richtig hoch zu tunen? Das ist vielleicht irgendwann... Also soll die Frage an den Tuner sein, ne? Ja. Wie soll der Tuner das verantworten, einen Wagen hoch zu tunen? Genau. Also ich sag mal... Oder achtet man da so ein bisschen drauf zumindest? Nein, nein, nein. Kunde ist König. Ja. Okay. Was der Kunde verlangt, wird gemacht. Mhm. Ja, wenn ein Kunde kommt, auch wenn er von mir aus 18 ist und seinen Führerschein gestern bekommen hat und von seinem Vater einen Wagen geschenkt bekommen hat und sagt, ich will diesen Wagen auf die und die Leistung bringen oder ich will den Wagen so und so tunen. Solange man das professionell macht und alles eingetragen wird und den Gutachter herholt und das alles nach dem Tuning nochmal eintragen lässt, da braucht man da auch keine große Verantwortung übernehmen. Ich muss vielleicht kurz noch dazu sagen, ich bin so ein bisschen umweltaktivistisch, ein bisschen ökomäßig drauf. Ja. Und überlege halt auch deswegen immer mal wieder, bei einem Auto, ist das nicht vielleicht irgendwie ein Hobby, wo man nicht so viel Geld reinstecken sollte oder so viel Zeit reinstecken sollte, weil das so schlecht für die Umwelt ist? Machst du dir dazu jemals irgendwie Gedanken? Guck mal, mein Lieber. Ja. Wenn wir auf die Umwelt achten sollen, oder müssen, dann müssen wir nackt durch die Gegend laufen. Ja, weil die Sachen, die produziert werden, die werden produziert und die Umwelt wird geschädigt dadurch. Ja. Diese Umweltsache, ne, das liegt jetzt nicht an Autos. Umwelt sollte man mit ganz vielen anderen Sachen beheben. Weil Autos gibt es wie Sand am Meer. Und ohne Autos kommt man nicht voran. Wir können nicht wieder auf Pferde umsteigen. Ich sag mal, du interessierst dich nicht für Autos. Ne? Andere interessieren sich nicht für die Umwelt. Ja. Und so wie du keine Ahnung von den Autos hast, haben die keine Ahnung von der Umwelt. Die haben noch nie in ihrem Leben darüber nachgedacht. Man sagt immer, wenn die Masse mitmacht, mache ich vielleicht mit. Aber warum soll ich damit anfangen und keiner folgt mir? Ne? Und so wird das immer sein. Und das ist das Problem bei uns Menschen. So, wir haben jetzt mal ein paar Eindrücke bekommen, oder ich habe schon mal ein paar Eindrücke bekommen. Die erste Tür ist durch, wir haben ein bisschen was foliert. Bei ein paar Umweltthemen waren die Antworten ja leider so, wie man sich denkt. Einer alleine kann nicht viel bewirken. Oder dass halt, wenn man Autofanatiker ist, man sich keine Gedanken zum Umweltthema macht. Finde ich persönlich natürlich schade, aber ich finde es gut, dass wir darüber so offen geredet haben. Jetzt bin ich gespannt, was der Kunde dazu zu sagen hat, der sich das Ganze dann anschaut. Ja, bei dir kann man als bestens. So. Gefällt dir? Hi, Alex. Ja. Gefällt's dir? Hast du die Farbe ausgesucht? Ja. Ja. Zufrieden? Ja, schöner? Niemals hätte ich gedacht, dass mir so geht. Tausende Probleme, aber parallel top. Abschale auf den Kopf wie Calimero. Musikanten, die Mucke von Renner und Rick. Doch wir kamen ins Game wie NWA. Halt dich gut fest, Alex. Ja, ich halte mich fest. Ja, wir lassen uns gehen. Kaufen von Donner Versace in den. Gar kein Problem, alles wird enden. Drum beginne ich jetzt schon die Tage zu zählen. Nenn mich Primo. Der zweite, der dritte schreibt keine Geschichte. Mein Team Primo. So, mein Einblick in die Tuning-Szene ist jetzt vorbei, der Dreh ist beendet. Ich wurde jetzt hier an der Tankstelle stehen gelassen. Zusammenfassend kann ich sagen, ich fand, es hat zwischendurch echt Spaß gemacht. Also auch selber Hand anzulegen, war echt lustig und dann auch zu sehen, wie sich der Kunde gefreut hat. Trotzdem, für mich überwiegen die Umweltthemen einfach, die Umweltfaktoren. Autos sind umweltschädlich, deswegen will ich auch weiterhin kein Auto haben. Was haltet ihr denn davon? Findet ihr Autofahren gut, schlecht? Habt ihr schon mal Gedanken dazu gemacht, was für Umweltfaktoren dazu da auftauchen? Und hatte ich nicht eigentlich ein Fahrrad hier?
Wenn ihr hier oben klickt, kommt ihr zum letzten Follow Me Reports Video. Wenn ihr hier unten klickt, kommt ihr zu einem anderen spannenden Video von Funk. Und wenn ihr das nächste Mal einschalten wollt, dann schaut nächste Woche um 15 Uhr bei Follow Me Reports vorbei. Ja, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann.